Canopy Walk. Und wie war's, Silke? Super. Im Internationalen Zentrum für stachellose Bienen werden 4 verschiedene stachellose Bienen gezüchtet und Honig, Pollen und Propolis geerntet. Aber es gibt hier auch andere wilde Tiere. Das sind die kleinsten Bienen der Welt, so groß wie Ameisen. Die stachellosen Bienen haben keine Waben, sondern Honigtöpfe. Und weil die Bienen so freundlich sind, können wir mit einer Spritze den Honig aus den Honigtöpfen saugen und den Pollen ernten. Du hast den Angriff der stachellosen Mini-Bienen überlebt. Beißerbienen waren das. Beißerbienen. Die haben keinen Stachel, aber die beißen wie Ameisen und irgendwie... Ja. Fanden die mich geil. Mhm. Wir sind in Accra und haben ein Apartment über Airbnb, von dem wir überrascht sind, wie groß das ist. Wir haben nicht nur ein Schlafzimmer, sondern 2 Bäder, ein cooles Sofa und Waschmaschine und Trockner in einer. Wir haben unsere Motorräder hier eingelagert über die Regenzeit und werden woanders weiterreisen. Also, wir sind hier in Accra, haben Flüge gebucht, fliegen dort im Nationalpark und wieder zurück. Und nächste Woche geht es über den halben Kontinent bis nach Dakar, Senegal. Und da steht ein alter VW LT, 47 Jahre alt, mit holländischem Kennzeichen. Der will nach Hause. Und dann fahren wir hier überall bis nach Holland und bringen ihn zurück. Es ist mitten in der Nacht. Nein, es ist 4:30. Meine Frau hat mich aus dem Bett geschmissen. Der Wecker. Wir machen irgendeinen Blödsinn wieder, den sich meine Frau ausgedacht hat, mitten in der Nacht. Also wie ist das qualitativ hier drin?
fasst sich Massiv. anders an als bei einer Boeing. Bei einer Boeing hast du hier so Rillen und sowas, wenn du dann Gas gibst, das kannst du besser gebrauchen. Aber sonst, ja. Das ist die große Moschee von Larabanga, aber wir finden die gar nicht so groß. Wir haben noch keine kleinere gesehen, sagen wir es mal so. Der Mole Nationalpark umfasst 4.500 Quadratkilometer Fläche und hat neben sehr vielen verschiedenen Antilopenarten 5 verschiedene Affenarten. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache hier sind die 600 bis 700 Elefanten, die im Park leben und hier durch die Gegend streifen. Das Gebäude da hinten ist unser Hotel.